Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der zweite Teil vom Streitkolbenbau. Das Ding habt ihr ja beim letzten Mal schon gesehen, ne? Die den ersten Teil schon gesehen haben. Ansonsten guckt, ne? Damit ihr wisst, wie es angefangen hat. Jetzt im zweiten Teil werden wir das ganze Ding mal anfangen, so ein bisschen hübscher zu gestalten, so ein bisschen Verzierungen dran. Also was heißt Verzierungen? Erstmal so ein bisschen Bänder und so was dran. Und die Verzierung schon mal einen Teil drauf, den Rest machen wir dann wieder mit Abgüssen, weil das halt viel filigraner aussieht. Soweit der Plan. Ich hoffe, bisher hat es euch gefallen. Wenn euch das ganze Thema interessiert, denkt dran, Abos nicht vergessen, Kommentare, Likes gern gesehen. Dann bleibt dabei, wie ich das Ding jetzt weiter hübsch mache. Wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen an dem Ganzen. Und zwar habe ich hier so ein paar Dreiermattenreste. Was heißt Reste? Also Dreiermatten zusammengeschnitten. Wo ich jetzt quasi hier so Bänder drum machen werde. Dass das nachher alles so ein bisschen zwergischer wird. Vielleicht soll ich ein bisschen eckiger machen. Da bin ich gerade noch so am Überlegen, dass das vielleicht besser aussieht. Ja. Könnte man ja eigentlich mal probieren, oder? Ja. Jo, machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was draus wird. Hoffentlich vermurks ich nicht. So, erstmal hier das Stück. Dann machen wir die Schere. Wie gesagt, ich muss jetzt noch gucken. Momentan baue ich mal wieder so frei drauf los. Naja, habe ich ja im ersten Teil quasi auch schon gemacht. Und hoffe, dass das Ganze nachher irgendwie gut aussieht. So, soweit mein Plan. Also quasi, dass ich ja keinen Plan habe. Mal schauen, was draus wird. Ich klebe jetzt hier erstmal immer so ein Stück dran. Ja, wahrscheinlich nachher noch ein bisschen was beischneiden. Ich mir noch nicht so ganz so sicher bin, wie ich das Ganze dann da anschließend drauf gestalte, aber das, wie gesagt, das wird mal so ein Freischnauze-Projekt von mir. Soll ja nur zwergisch und ein Streitkolben war die Angabe. Dann gucken wir mal, was ich da daraus hinkriege. Meistens werden das die besten Sachen, aber wie gesagt, bei dem Ding, ich weiß es noch nicht so ganz. Für hier oben muss ich mir auch noch was überlegen. Da kommt auch noch irgendwas rein. Ich denke mal irgendwie so eine Platte, die noch so ein bisschen abgeeckt ist. Habe ich mir mal so überlegt. Aber so ganz schlüssig bin ich mir bei der Sache noch nicht. So, in der Zwischenzeit, wo das Ganze hier ein bisschen abkühlt, werden wir noch was anderes machen. Und zwar müssen wir mal gucken, ist das lang genug? Ja, ist eigentlich schon zu lang, aber egal. So, probieren wir mal aus. Wie lange brauchen wir ungefähr? Können wir noch 2 Teile machen. Probieren wir mal, ob das so ungefähr hinkommt. Das müsste passen. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wie viel ich da brauche, weil ich wieder zu faul bin nachzuzählen. Vielleicht reicht das Stück. Wer sich wieder fragt, was macht ihr da? Ich werde quasi hier das Fliegengitter einkleben bei den Teilen, damit das gegen Abreißen geschützt ist. Nur so als Info. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Die Sachen müssen jetzt alle drin sein. Hier ist das dann halt alles eingeklebt. Ne? Einmal quasi die Mitte, dann hier nochmal und da nochmal. Damit das quasi gegen das Abreißen besser geschützt ist. Und dann machen wir jetzt hier an dem Teil weiter.
Die Stücken, die behalten wir mal, die können wir vielleicht noch nachher für irgendwas brauchen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Dann gehen wir mal hin, machen hier mal weiter. Ich glaube, das Ganze hier, das lasse ich mal in eckig. Dann gucken wir, ob man dann irgendwie was anderes. Vielleicht mache ich hier noch irgendwas rein, mal gucken. Da bin ich jetzt noch am Überlegen. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Können wir das mal so lassen. Ups, das war das Mikro. Das gute Stück will auch nicht stehen bleiben. So. Wie gesagt, der Keller ist ein bisschen zu klein für die Sachen, die ich hier mache. I've been dreaming on in my head like I've seen it. Ja, ich habe jetzt ein paar Abgüsse. Da kommen Abgüsse drüber. Das gefällt mir so nicht so. Hier kommen auch Abgüsse, da unten auch. Bei dem Teil muss ich mir noch überlegen, was ich hier so drauf mache. Vielleicht irgendein zwergisches Muster. Mal schauen. An die Griffe kommt ja natürlich nichts dran. Ja, dann müssen wir mal gucken jetzt, was wir hier mit dem Knauf machen. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Ganze ein bisschen schmaler zulaufend. So. Jetzt kann man nämlich je nachdem die schrägen Teile hier noch benutzen, wenn ich sie vernünftig abgesäbelt kriege. Ja, nicht so ganz, aber mal schauen. Vielleicht kann man ja noch was draus machen. Ganze hier noch so ein bisschen. Prinzipiell, so, könnte man machen. Ich schneide das Ganze mal so ungefähr auf dieselbe Länge. So. Das könnte man eigentlich machen. Zwei Seiten. Jo. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir einfach mal. Mal gucken, wie das nachher aussieht. Mal was anderes. Wir benutzen einfach mal die Reste und gucken, was draus wird. Ja, doch. Aber noch irgend so ein bisschen was da reinmachen, sieht das vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir mal, was daraus wird. Aber ich bin da selber noch nicht. Das Ding wird schon ein bisschen massiv werden, aber wie gesagt, das ist schon von Zwerg.
Also sollte das ja eigentlich dann passen. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier so ein bisschen was abschneide, was hier so übersteht. So. Prinzipiell schon mal gar nicht schlecht. Ich werde jetzt noch hier so kleine Phasen reinmachen. Ich hoffe, dass das nachher auch noch ein bisschen was aussieht. I've been dreaming on in my head like I've seen it. So, das Ding sieht jetzt schon mal ein bisschen klobi aus. Da kommen vielleicht auch noch irgendwie so ein paar Verzierungen dran. Mal gucken. Aber das gefällt mir schon ganz gut. Das kann man so lassen. Jetzt muss ich quasi nur noch gucken, was hier drauf kommt. Hier muss ich mal schauen. Das mache ich aber, glaube ich, mit Abgüssen. Hier kommen sowieso Abgüsse über die Bänder drüber. Hier mache ich vielleicht so, bei den Innendinger mache ich auch noch irgendwie Abgüsse drauf. Mal gucken. Und hier oben kommt irgendwie auch noch was drauf. Da bin ich echt am Überlegen, ob man da nicht irgendwie was draus machen kann. Das Teil haben wir natürlich jetzt wieder nichts zu messen da. Habe ich natürlich wieder alles oben in meinem Bastelzimmer. Müssen wir mal gucken, ob irgendwas was ungefähr passen könnte. Ja, das könnte ungefähr passen. So. Das ist natürlich noch zu groß. Wäre auch wieder zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ganze da jetzt einzumachen, haut das auch noch nicht so ganz hin. Ja, das Ganze ist noch ein bisschen zu groß. Passt noch nicht so ganz, aber wir machen das jetzt einfach mal. So, gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, kann man so reinmachen. Ganz ein bisschen voll. Kleben das Ganze jetzt hier einfach mal drauf. So. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen was beiarbeiten. Oh, das sieht auf jeden Fall als Abschluss oben schon besser aus wie das vorher. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Das können wir so lassen. So. Dann haben wir das Gröbs jetzt schon mal soweit fertig. Jetzt bin ich am Überlegen, Leute. Jetzt mit dem Lötkolben da, dann hätte ich natürlich eine Linie, an der ich mich dann beim Kleben. Naja, lass mal. Das machen wir dann nachher. Ja. War jetzt eine blöde Idee. Oder vielleicht doch nicht. Naja, lass mal.
So, wie gesagt, das haben wir jetzt. Unten der Fuß, den lassen wir auch dann so. Da kommen dann auch noch Verzierungen drauf. Die Bänderverzierungen, und hier muss ich mir jetzt echt noch was einfallen lassen, was ich hier drauf mache, dass das hübsch aussieht. So Leute, ich habe mir mal ein bisschen Kopf gemacht. Habe mir mal so ein paar Muster aus dem Internet rausgesucht. Das hier ist so das 0815 Zwergenmuster, was gefühlt irgendwie jeder benutzt. Wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Habe zwar ein paar Teile von ausgeschnitten. Bin dann hingegangen und habe dann, ich glaube, 2 Dinger gemacht. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ja, gefällt mir nicht so. Wie gesagt, hat irgendwie jeder. Deshalb bin ich hingegangen und habe dann das andere Muster gemacht. Habe dann quasi nur so ein halbes Muster genommen und dann immer eine Mittellinie gezogen, wie ihr hier seht, und habe das dann einfach gespiegelt dann immer draufgelegt. Ja, soweit der Plan. Mal gucken, was draus wird. Habe schon mal so ein paar Teile vorgemacht. Habe mir dann auch irgendwann, das letzte hatte ich mir mal so ein paar Köpfe runter gemacht. Da habe ich jetzt auch eine Idee, wie ich die mal benutze. Das können wir mal wegtun. Das brauchen wir jetzt quasi nicht mehr. Das kann man mal für was anderes gebrauchen. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich die Köpfe drauf machen soll oder nicht. Aber da muss ich mal gucken. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier so ein paar Verzierungen drauf machen. Ich fange jetzt mal hier an. Die 2 Teile, die hatte ich schon ungefähr gleichmäßig abgesäbelt. Gehe ich jetzt hin, klebe schon mal so ein bisschen hier unten an, dass ich schon mal so einen Anfang habe. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abkühlen. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Ich brauche noch irgendwie ein bisschen Gewicht in dem Teil. So, ein bisschen lasse ich hier noch dran erstmal. Dann kann man das nachher schön abschneiden. Am Ende immer so ein bisschen noch drüber, dass das gut verklebt ist und sich nicht so schnell lösen kann. So. Das haben wir jetzt soweit auch. Jetzt bin ich echt am Überlegen, Leute, ob ich da noch irgendwie so ein bisschen mit dem Lötkolben noch so ein bisschen was machen soll. Ja, Leute, dann werden wir mal den Lötkolben ausmachen. Und dann fangen wir jetzt mal am Heißluftföhn. Haben wir noch irgendein Lederstück oder so was hier? Oh, haben wir. So. Müssen wir doch tatsächlich noch mal die Heißklebepistole anwerfen, Leute. So. Das Ding kann jetzt mal raus. So, dann schneiden wir hier uns noch ein Stück raus. Ich bin noch einmal überlegen, wie groß. Guck mal, ich habe da hier noch so ein bisschen was rumfliegen. So.
Einfach mal hier so. Also eine gedrehte Dose. So Leute, dann habe ich hier quasi noch was Leder drunter, damit man das dann besser stellen kann, ohne dass das sich direkt durchdrückt. Hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. So Leute, der Rohling ist soweit fertig. Die Verzierung habe ich jetzt drauf gemacht. Ne? Ich mache dann später mal, wenn das dritte Teil fertig ist und das Ganze gepinselt ist, gibt es dann mal eine Nahaufnahme. Habe ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nie von meinen Sachen gemacht. Vielleicht für die, die es mal interessiert hat, ein bisschen näher zu sehen, wie immer nur so ein bisschen in der Kamera hin und her. So, dann hoffe ich mal, der zweite Teil hat euch gefallen. Das Teil stelle ich mal auf Seite. Wenn euch das ganze Thema gefallen hat, das erste Teil auch gucken. Abos nicht vergessen, Kommentare, Likes gern gesehen, teilen auch gerne gesehen. Ja? Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Kommt gut langsam Leute. Kommt gut vom Conquest nach Hause. Ne, fahrt sicher. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Habt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.